hier nach dem Spiel gegen den Oranienburger FC. Endstand 3:0. Ich begrüße die beiden Trainer. Zu meiner Linken Hans Aufrecht, zu meiner rechten Martin Jemke. Ich übergebe mich mal das Wort. Den Gästetrainer. Guten Tag, meine Damen und Herren. Der Oranienburger FC Eintracht und der Hans Ortwig, die suchen jetzt nicht nach Ausreden oder Alibis, aber ich möchte nochmals klar zum Ausdruck bringen, wir haben Probleme bei der Anreise gehabt. Ein Reifen eines Busses ist geplatzt und ich bin sehr zufrieden, dass nichts Schlimmes passiert ist. Die Spieler, die im Bus saßen, die standen unter Schock, denn es hätte heute sehr viel passieren können. Zum Spiel: der VfB Krieschow stand aufgrund des Mittwochspiels unter Druck und musste dieses Spiel unbedingt gewinnen, um eventuell das Ziel Oberliga-Aufstieg nicht aus den Augen zu verlieren. Wir haben versucht, die Angriffswucht von Krieschow in den ersten Minuten im Griff zu bekommen. Das hatten wir, aber der Türöffner war der Elfmeter. Ob der berechtigt war oder unberechtigt, das möchte ich dahingestellt haben. Aber Krieschow hat durch diesen Türöffner ins Spiel gefunden und meine Mannschaft hatte danach in den nächsten 10 Minuten große Probleme. Und Krieschow hat dann nicht unverdient eine 13:0-Führung erzielt. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft ein richtig ordentliches Spiel beim Tabellenführer hier bestritten. Denn man darf nicht das von der Hand weisen. Der Spitzenreiter hat vor Beginn des Spiels 68 Tore erzielt. Die beste Heimmannschaft der Liga. Und hat dann in der zweiten Halbzeit, da klar kann man sagen, dass man vielleicht einen Gang runtergeschaltet hat, aber das möchte ich nicht so stehen lassen, denn eins ist ganz, ganz wichtig. Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft über die Zeit 46 bis 90 Minuten mehr als zufrieden. Denn wir sind, und das möchte ich heute nochmal zum Ausdruck bringen, wir sind sehr gebeutelt in der Rückrunde. Fast alle Offensivkräfte laufen an Krücken. Schien- und Wadenbeinbruch, 2 Kreuzbandrisse, Meniskusschaden und meine ganze Abteilung ist im Grunde genommen ausgefallen. Und was die Jungs in der Rückrunde dort auf dem Feld gebracht haben, das ist mehr als beachtlich und deshalb bin ich stolz auf meine Mannschaft, denn meine Mannschaft wird einen einstelligen Tabellenplatz belegen und das ist mehr als was wir uns vor Beginn der Saison ausgerechnet haben. Ich möchte die Möglichkeit aber nochmal nutzen, dem VfB Krieschow mit den Verantwortlichen und mit den Fans eins nochmal mit auf den Weg geben. Wir haben in der letzten Woche ein überragendes Spiel gegen den FC, gegen den Ludwigsfelder FC geboten und haben euch die Tür geöffnet. Ihr müsst jetzt durch die Tür gehen beim nächsten Spiel bei FF, bei Falkensee-Finkenkrug, müsst den Schlüssel ganz fest in der Hand haben und müsst abschließen, damit der VfB Krieschow den Aufstieg in die Oberliga schafft. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Es sind 2 ganz, ganz schwere Spiele noch für euch. Wir haben meine Mannschaft auch. Aber ihr habt alles in der Hand durch den Sieg vom Oranienburger FC Eintracht gegen LFC.
Ich wünsche meinen Trainerkollegen das Glück, was man jetzt in der Schlussphase braucht. Und der wichtigste Punkt ist, das ist das dritte Bein. Das dritte Bein ist der Kopf. Danke. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Hans-Ortrich, für die ausführlichen Worte und für die netten Worte vor allen Dingen. Und ich würde jetzt das Wort an Toni übergeben. Ja, auch vielen, vielen Dank und vor allem vielen, vielen Dank für den Sieg in der letzten Woche. Das war wirklich super und wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut, dass man so ordentlich gegen Ludwigsfelde gegenhält und dann sogar 2-1 gewinnt. Also dafür nochmal vielen, vielen Dank. Zum Spiel. Wir wussten, dass es halt aufgrund der letzten Woche ein richtig schwerer Gegner wird. Aber meine Mannschaft, die Truppe war unheimlich stark. Ich habe schon gemerkt in der Erwärmung, die war extrem heiß. Der Fokus war richtig hoch, der Tunnel war voll klar und voll da. Und in der ersten Halbzeit war das eine richtig, richtig gute Leistung. Natürlich war der Türöffner der Elfmeter, aber das macht Indi Hebler auch im 16er Zentrum richtig stark. Er hat dort die Ruhe, nicht leicht zu schießen, er hat die Ruhe, nochmal zu dribbeln, guckt, wie steht der Abwehrspieler. Also war, das ist, ich sag's immer wieder, aber das ist halt Indi Hebler ein absoluter Ausnahmespieler und ist halt, darf eigentlich in der Liga gar nicht spielen. Und ich glaube, heute hat er das 40. Tor gemacht. Ne? Ja, absolut zu Recht. Hebler ist für uns unheimlich wichtig, als wir gesehen haben beim ersten Tor. Aber die gesamte Truppe heute in der ersten Halbzeit hat absoluten Fokus bewiesen, schönes Feuer, gutes Passspiel, schöne Schärfe, permanent gepusht, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Und dementsprechend war auch das 3-0 absolut richtig. Und in der zweiten Halbzeit war dann, ja, das heißt, wir sind eigentlich nicht vom Glas runtergegangen, aber uns hat dort vorne die Schärfe etwas gefehlt, dieser Wille, das vierte Tor zu machen, das war man dann zu leichtfertig und deswegen kam man noch Oranienburg auch besser ins Spiel. Aber die erste Halbzeit war überragend und wenn wir annähernd so eine Leistung nach Falkensee bringen, bin ich mir sicher, dass wir dort auch 3 Punkte holen. Von daher großes Lob an die Mannschaft, hat mir sehr gut gefallen. Auf die nächste Woche, dass wir da mit den großen Brust eine gute Party rückzufeiern und Ahu! Ja. Vielen Dank, Tobi. Ja, das ist gerade das Schlagwort gewesen. Ich würde dann auch darum bitten, dass übernächste Woche in Falkensee natürlich viele Krieschower Fans mitkommen und uns den Weg dort ebnen, dass wir eben diesen Sprung in die Oberliga schaffen können. Das war's hiermit. Oder gibt es noch Fragen? Ich wollte dazu mal was sagen. Also hier die erste Frage hat der Herr Ortrich schon beantwortet in Bezug auf die vielleicht nicht ganz so starke Leistung des OFC gegenüber dem Spiel gegen Ludwigsfelde, also wo wir Oranienburg quasi für den VfB Schrittmacherdienste geleistet hat. Und die zweite Frage zielt darauf ab, es wurde ja gemunkelt, dass das Spiel Ludwigsfelde gegen Falkensee auch ein bisschen unter schwierigen Begleiterscheinungen gelitten hat, weil dass sich speziell der Trainer von Falkensee da beschwert hat, dass da Tore nicht gegeben wurden. Ich habe das Spiel selbst nicht gesehen, aber für die Presse ist das ja durchaus interessant und relevant. Vielleicht kann da mal als Augenzeuge des Spiels unser Trainer Toni Lemke was sagen. Ja, sehr gerne. Ich war Mittwoch in Ludwigsfelde, habe mir das Spiel angeguckt, weil Falkensee unser nächster Gegner ist. Und ja, die beiden Abseitstore, der Herr Bukowski, also mein Trainerkollege, hat dort sogar gesagt, dass sie betrogen wurden und dass es halt nicht mit rechten Dingen zuging. Und die beiden Abseitstore, die waren schon wirklich extrem grenzwertig. Daher würde ich mir auch eigentlich wünschen, also an den Verband, dass man vielleicht in den letzten 5 Spielen keine Schiedsrichter aus der unmittelbaren Nähe einsetzt, weil der ich glaube Sebastian Rother hieß der Linienrichter, der kommt 30 Kilometer entfernt von Ludwigsfelde. Und klar, das waren nur Fans, aber was die Fans bei mir da auf der Tribüne dann auch zu den Entscheidungen gesagt haben, das klang natürlich nicht gut, sprich, ja, der gehört zu uns und der macht einen guten Job, weil gerade die zweite Absetzentscheidung fand ich, die war halt extrem daneben, weil es war ein langer Ball, es war ein Laufduell, er überholt ihn, macht das Tor und dann hebt er halt die Fahne. Und
Wie gesagt, da würde ich mir wünschen, dass der Verband vielleicht bei den letzten 5 Spielen, wo es um Aufstieg geht oder auch um Abstieg geht, Schiedsrichter einsetzt, die nicht aus der unmittelbaren Nähe kommen, damit wir jetzt nicht genau über sowas reden, weil gerade wenn die Jungs oder die Linienrichter oder die Schiedsrichter aus der Nähe kommen, kriegen dann solche Fehlentscheidungen oder sehr enge Entscheidungen oder krasse Fehlentscheidungen dann unheimlich faden Beigeschmack, wenn der Linienrichter oder der Schiedsrichter aus der Nähe kommt. Von daher wäre es gut, wenn man in Zukunft dann sagt, okay, letzten 5 Spiele, Aufstieg, Abstieg, keine Schiedsrichter mehr aus der Nähe, weil ja, das war schon unfassbar. Ja, das war echt harter Tobak, diese beiden Fehlentscheidungen. Da kann ich mich meinen Trainerkollegen aus Falkensee nur anschließen. Das ist ein sehr, sehr fader Beigeschmack bei dem Spiel. Ja, wirklich schlimm. Zwei Spieler aus dem letzten Spiel gegen den FC. Ein überdurchschnittlicher Stürmer hat die 5. gelbe Karte gegen den LFC bekommen, konnte deshalb heute nicht mitspielen. Und ein Unterschiedsspieler, der Sascha Rentmeister, der hat heute Einsatz, weil er beim Berliner Fußballverband arbeitet, beim deutschen Pokalendspiel. Und ich möchte eine Anmerkung dazu geben. Wenn man das sofort gegen euch ausgeholt hätte. Hans Oertwig ist seit 15 Jahren DFB-Trainer. Normalerweise habe ich ab 16 Uhr Dienst im Olympiastadion als DFB-Trainer. Und ich habe einfach zu mir gesagt, ich muss bei meiner Mannschaft, sonst kommen Spekulationen, warum der Trainer mit OFC nicht anreist und gleichzeitig im Olympiastadion ist. Deshalb habe ich auf das Spiel verzichtet und war hier bei diesen Spielen, damit keine Spekulationen aufkommen, Mensch halt, hier vielleicht wurde geholfen. Und das nur als Anmerkung, der VfB Krieschow hat dieses Spiel verdient gewonnen und mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Danke. Vielen Dank nochmal, Hans Oertwig. Wenn dann keine mehr Fragen mehr sind, dann würde ich die Pressekonferenz schließen. Ich wünsche allen gute Heimreisen, vor allen Dingen den Oranienburger FC und unfallschwere Heimreisen, nicht, dass da sowas nochmal passiert. Wir sind auch froh, dass da wirklich alle heil sind. Vielen Dank. Ja.